So here I am again with my shade. So now comes the part that I really hate. I know this isn't going to hurt, but still, I have to make this wet and then peel it off slowly, or it falls off. But still, I have this kind of panic against this kind of stuff. It's nothing. It's something. It's a mind thing. You have to accept it somehow. That you have this kind of bullshit on the back and doing this every day, at times 3 times or 4 times a day, changing this stuff here, So von dem habe ich jetzt halt am meisten Panik. Hallo, heute früh. Und das ist halt, indem ich das da hier runter mache, ne? Also, das ist halt etwas, das ich eigentlich schon mit mir klarkommen sollte, aber ich komme damit noch nicht klar, irgendwie. Das ist halt so, wie wenn man viel abgenommen hat, dann kann man sich immer noch nicht akzeptieren, dass man dünn ist, sondern man sieht sich immer noch fett, ne? Habe ich auch gehabt. So hier, hat sich Eiter gebildet oder so, das ist ziemlich krustig. Ja, und es juckt, wenn ich darauf kratze. Oh Gott, das juckt so geil, da möchte ich mal das runterreißen. Ja, und da muss ich halt jetzt halt Flüssigkeit drauf tun, ne? Mit dem Waschlappen. Dass ich halt, hier ist mein Schatten, ne? Hier drüben. Hallo, hallo. So, genau, das bin ich. Und ja, und diese Stelle muss ich jetzt halt auch ein bisschen Pflaster drauf tun und mit Gummihandschuh muss ich das jetzt drüber ziehen, damit ich das nicht nass bekomme, weil es halt weh tut. Blödsinn, oder? So I'm going to have to put some bandage on this little thing here, on this Staphylococcus aureus infection. And then put some rubber glove on, so it wouldn't hurt when I'm washing it. So now I'm going to put on. How can you tell that I didn't get much sleep? I got so little sleep. I had again 2 calf cramps, one a few hours ago before I didn't get up yet, telling me to get up and go to the bathroom. So you have to give me a calf cramp to go to the bathroom. You know what? You don't have to do that. So I put ice on it again. And then another hour later, I had again calf cramp, and then I got up and uploaded those clips. And now I'm making a new one to get rid of this. So vor einigen Stunden habe ich wieder Wadenkrampf gehabt und der Wadenkrampf hat mir gesagt, du musst aufstehen, weil du musst auf die Toilette. Ach ja, wirklich? Ich muss nicht einen Wadenkrampf bekommen, um auf die Toilette zu gehen, also wirklich. Und da musste ich Eis drauf tun. Erst einmal muss ich das Zeug ein bisschen runterkommen, ne, mit Prana-Heilung und Geistheilung und solchen war, damit es erst einmal aufhört, damit ich überhaupt gehen kann, weil der Krampf ist so, als hätte man ein Holzbein. The calf cramp is so intense. It is as if I'm having a wooden leg, I can't straighten it up, it hurts by walking. So beim Gehen tut es sehr weh, ne? So as soon as I've given my pranic healing and spiritual healing onto it, using my whole thing, mein ganzes Arsenal habe ich sozusagen benutzt, damit er sich beruhigt. Das geht nicht so schnell, weil das wollte einfach nicht. Vielleicht liegt es auch daran, an den Ödem, das ich wieder drauf habe, kommt vielleicht von den Histamintabletten, wo ich gleich 5 immer genommen habe. Das ist gleich 50 Milligramm. Soll gegen Juckreiz helfen, hilft eh nicht. Genauso wenig wie dieses Medikament nicht geholfen hat. Es hilft mir aber beim Schlafen, also ich schlafe dann auch viel länger. Oh, so I've also got this Ödeme. It's spelled O with an O and then dots on top of it. O-O-Ö-D-E-M. It's in German. Ödeme. It's when you have too much blood pressure inside of your. What's this fly doing this? Inside of your on your feet. Yeah, on your legs, feet, whatever. So looks like swollen legs, I guess I got them from those histamine tablets or pills that I took, 5 of them at once. So it's 50 milligrams, yes. And it's supposed to help against those itchinesses, but it won't.
It only helps for to get a better good night's sleep, as a longer sleep, you know, that's what it helps. But it causes these ödemes. So I got up and took another medication to get rid of the ödemes, you know, those swollen legs, you know, so it's really bad, you know, antibiotics, and this is all bad. So I think chiropractor is a better solution. And what I read about it is it's just like similar to spiritual healing, that like I have this problem with the itchiness. So by watching these clips before I'm uploading them and so on, and rechecking them, I got lots of itchiness, you know. It's like communicating with them, you know. I don't want to, but this happens. And it's with chiropractor, I've read that when you have this itchiness problem, for instance, then they will give you a medication which will also call an itchiness. So it's like fighting fire with fire, you know, like there's a fire burning down trees, and then you have to make a trench ahead of time, and then maybe another fire, so that big fire doesn't have any more food to eat on die smaller fire, you know. Das ist so wie so ein Waldbrand. Also hier mit der Heilpraktiker habe ich gelesen, ist ähnlich wie vielleicht nicht richtig Spiritual Healing, Geistheilung, weil in der Heilpraktik ist es so, dass wenn man zum Beispiel so wie ich Probleme hat mit dem Juckreiz, deswegen nehme ich auch diese Tabletten gegen Juckreiz, die nicht helfen nur, man schläft länger, ne? Und wenn man einen Juckreiz hat, dann kann man den Juckreiz nur bekämpfen, indem man zum Beispiel homöopathisches Mittel nimmt, zum Beispiel gegen das Juckreiz auslöst. Das ist ja verrückt, also ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, wenn ich hier noch mehr Juckreiz bekomme, ne? Aber das soll so wirken, eine Art Gegenwirkmaßnahme oder so. Ist so wie ein Waldbrand. Wenn man einen Waldbrand hat, ein riesiges Feuer, das frisst sich durch den Wald, dann muss man eigentlich einen Trench bauen, nicht wahr? Einen Riesengraben, damit der es nicht überfachen kann. Das habe ich denen in Deutschland auch mal geschickt, diese E-Mail mit Zeichnungen und so weiter, ne? Weil die bekämpfen Waldbrände, aber die denken nicht voraus, nicht wahr? Wie man ihn stoppen könnte. Aber hier ohne den Trench zum Beispiel, so in Australien machen die das ungefähr auch so, ne? Dann machen sie eine Art Gegenmaßnahme, indem sie den Waldbrand davor auch noch ein bisschen abbrennen lassen. Ist so, dass wenn der große Waldbrand kommt, der hat dann keine Nahrung mehr, um weiter zu fressen, ne? Aber ja, so soll es sein. So, jetzt werde ich erst einmal hier ein Pflaster drauf tun, dass die abtupfern. Und dann Gummihandschuhe, und dann werde ich das Zeug hier anfangen zum Benessen. Oh ja. Ja, und dann kommen immer solche blöden, auch noch solche Spammers, nicht wahr, auf YouTube. Habe ich schon einige da gehabt, die da solche Links geben von so dreckigen Videos, ne? Also diese Leute haben das wirklich was mit dem Kopf, ne? Da sollte YouTube auch mal was dagegen tun, zum Beispiel, wenn man etwas meldet, heißt es immer, wenn man was melden könnte, sollte, möchte, dann sind immer die falschen Fragen dort. Melden Sie das an wegen das oder das? Wie wäre es denn mit etwas hinzutun, zum Beispiel, wenn man belästigt wird durch solche Leute, die da so pornografische Links dahin tun, ne? Also es muss nicht sein. Ist gut, als Administrator habe ich einen schönen Überblick über meine 1000 Clips jetzt, über 1000 Clips. So kann ich sie schön rausfiltern und blockieren, ne? Also das sollte mal YouTube auch mal was hinzutun in deren Pflaster, genau. Zuerst einmal hier mein Homemade Dingsbums. Tu mal ein bisschen abtupfern, weil mit einem Finger kann man das leicht machen. Also hier making this push on. So, and now I'm going to put this on, and then I'm going to put my gloves on. Okay, here we go.